Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin-Babel und in diesem Video vergleichen wir das Assault Airbike mit dem Rogue Ecobike. Also wir beantworten die Frage, welches Bike gehört in dein Gym? Wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist, also neu hier, auf diesem Kanal dreht sich alles um Training, das Richtige aus deinem Training machen mit den richtigen Geräten für das, was du brauchst. Und hier bekommst du Infos, welches Equipment ist gut für dich, welches Equipment passt nicht so zu dir. Und damit ich es weitermachen kann, hilft mir ganz besonders, wenn du die Videos likest, wenn du was kommentierst und wenn du den Kanal abonnierst, damit du kein Video verpasst. Und jetzt vergleichen wir die beiden wohl schrecklichsten Bikes, die es so gibt. Wir fangen mal an mit der Bauweise, weil das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wo die Unterschiede in der Anwendung liegen. Das Rogue Ecobike ist extrem massiv, wirklich extrem massiv. Das fühlt sich so an, als hätte Rogue gesagt, ey, die Teile, die wir sonst für einen Rig verwenden, verbauen wir irgendwie in einem Bike. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Es hat kaum Spiel, es ist sehr einfach im Montieren und es funktioniert einfach. Also wir benutzen die Bikes hier in den Kursen und insgesamt muss man sagen, dass es sehr klobig ist, sehr groß ist, aber einfach wahnsinnig solide funktioniert. Und was man sagen muss, es ist natürlich relativ leise, vor allem verglichen mit dem Assault Bike, aber in der Build Quality, in der Wertigkeit, wie es sich anfühlt, muss man sagen, dass es sehr viel robuster wirkt als das Assault Bike Classic, das wir hier haben, also das Classic Bike. Und der größte Unterschied ist so ein bisschen, dass wir hier Riemen haben, die quasi die Tretlager und das Rad, also das Luftrad miteinander verbinden. Das ist viel, viel, viel leiser und hat auch viel weniger störanfällige Faktoren im Vergleich zu der Kette hier. Denn beim Assault Bike haben wir immer das Gefühl, dass es deutlich lockerer ist, dass es deutlich mehr Spiel hat und deutlich mehr klappert. Unterschied ist zum Beispiel, hier sind die Arme direkt über den Mechanismus ins Rad vorne eingelagert, während wir hier die Verbindungsstreben haben, die, wenn man es nicht vernünftig wartet, auch verbiegen können und wir hier Probleme bekommen. Das ist ein ganz großer Punkt, der regelmäßig nervt beim Assault Bike. Und diese Arme, die dementsprechend über das hier verbunden sind, haben auch deutlich mehr Spiel. Ne? Desto mehr Gelenke man hat, desto mehr Spiel hat man auch im gesamten Mechanismus. Und dann hat man hier, wenn man fährt, definitiv ein sehr viel lauteres Fahrrad, ganz besonders auch, weil dieses Fahrrad kettengetrieben ist. Das heißt, das Luftrad vorne ist durch eine Kette angetrieben und das macht einen riesen Unterschied. Und was man auch sieht, hier hat man quasi Speichen innen drin, wo die Widerstandsblätter quasi eingelegt sind, während man hier sehr, sehr, sehr massive Widerstandsbleche drin hat, die eine ganz andere Größe und auch deutlich massiver wirken. Es gibt ja so ein paar Dudes, die haben einfach angefangen hier beim Assault Bike die so ein bisschen zu biegen, dass sie weniger Widerstand haben. Das fährt sich dann quasi noch einfacher, man kriegt noch einfacher Kalorien. Da gab es mal so ein bisschen so, dass man ein bisschen geschummelt hat bei diesen ganzen CrossFit-Wettkämpfen. Aber ansonsten muss man sagen, von der Build Quality wirkt das Rogue Ecobike deutlich robuster und besser verarbeitet als das Assault Bike, einfach weil hier nichts klappert, alles ist sehr massiv und wirkt sehr stabil, während das Assault Bike, das Assault Bike ist. Kommen wir zum Fahrgefühl und das ist wichtig im Vergleich, wenn man sich aufs Ecobike setzt, und losfährt, ohne Hinfallen, man hier lostritt. Erstmal hat man das Gefühl, man sitzt so auf einem sehr, sehr, sehr breiten Sitz. Der wirkt erstmal bequem, aber man merkt dann, okay, das Fahrrad ist die Hölle. Das heißt, wenn man hier lostritt, kriegt man hier auch Tempo rauf, aber sobald man aufhört zu treten, läuft hier nichts weiter. Das bleibt quasi sofort stehen. Das heißt, man tritt an und es bleibt sofort stehen. Da geht nichts weiter. Dementsprechend hat man auch immer ein sehr direktes Fahren. Das heißt, man muss die ganze Zeit reinarbeiten, damit sich vorne das Luftrad bewegt. Es ist quasi nicht sehr flüssig. Man kann damit relativ schlecht so cruisen und ich habe immer das Gefühl, man muss auch sehr, sehr viel so die Arme mitbenutzen, was vielleicht mit dem Mechanismus zu tun hat, dass hier die Arme separat sind von
den Beinen, während ja beim Assault Bike das Ganze miteinander noch verbunden ist. Da sind die Arme und die Pedalen ja noch miteinander verarbeitet. Das heißt, hier ein sehr, ich sag jetzt mal, undynamisches Fahrverhalten, etwas klobig, so wie das Bike auch. Und man kann nicht so gut cruisen, dafür viel leiser und auch ja, kein Gewackel. Das härtere Kalipiece von den beiden ist das Rogue, weil man es nicht so cruisen kann. Wenn wir rüberkommen zum Assault Bike, dann sitzen wir auf einem Fahrrad, das wesentlich mehr wackelt, deutlich mehr Bewegungen zulässt, aber sich irgendwie athletischer fahren lässt. Also hier hat man das Gefühl, dass man hier richtig Gas geben will, während das Ecobike deutlich robuster ist, hat man hier das Gefühl, okay, hier ist alles irgendwie, dadurch, dass es so beweglich ist, in den Startlöchern, dass man Gas geben will. Also das Fahrgefühl, abgesehen davon, dass es viel lauter ist viel, viel angenehmer. Und man hat auch das Gefühl, hier möchte man irgendwie Gas geben, während man auf dem Ecobike das irgendwie nicht so viel hat. Also das ist der große Vorteil vom Assault Bike, dass das Fahrgefühl geil ist, aber es ist natürlich auch viel lauter und großer Faktor, diese ganzen kleinen Teile, die zusammenspielen, die machen das ganze Bike leider auch deutlich wartungsintensiver. Aber großer Punkt, Fahrgefühl auf dem Assault Bike viel besser für mich als auf dem Rogue. Wenn wir also ein Fazit haben wollen zwischen diesen beiden Fahrrädern, ist die große Frage, wofür und worauf hast du Bock? Wenn es dir egal ist, wie laut es ist, wenn es dir egal ist, dass du es warten musst und wenn du darauf auch mal so ein Cruisen und so ein Sprinten haben willst mit einem eher athletischen Gefühl, nimm das Assault Bike. Definitiv. Das ist auch der Grund, warum dieses Assault Bike hier in dem Gym steht und ich das noch nicht ins andere Home Gym bringen durfte, weil Mina das unbedingt benutzen will in ihrem Training. Ansonsten würde das Bike schon längst nicht mehr hinstellen, aber es wurde mir verboten, es in das andere Home Gym bei meinen Eltern zu stellen, wo viel Equipment inzwischen steht, für das wir hier keinen Platz mehr haben. Wenn du eine Praxis hast, ein PT-Studio und Lautstärke spielt eine Rolle, nimm das Rogue Ecobike. Wenn du eine CrossFit-Box hast und du hast Kursbetrieb mit Bikes, nimm das wartungsfreiere Bike. Die Rogue Ecobikes sind sehr massiv, sie haben wenig Störprobleme, sie haben wenig Wartungsaufwand, sie sind deutlich leiser und sie machen einen sehr, sehr, sehr hochwertigen Eindruck und vor allem, das ist ganz wichtig auch in Kursen, nicht so viel Krach. Also ich würde sagen, für mich ist das Rogue Ecobike irgendwo das bessere Fahrrad. Es ist irgendwo besser verarbeitet. Es ist überall irgendwie das durchdachtere Produkt. Aber das Assault Bike fährt sich einen Tick athletischer und deshalb kann ich mich immer nicht so richtig entscheiden. Ich finde, das Assault Bike macht mehr Spaß, aber das Ecobike macht einfach einen besseren Job und dementsprechend ist für mich irgendwo das bessere Trainingsgerät in seiner irgendwie Qualität, das Ecobike, aber das bessere Trainingsgerät, wenn es darum geht, Spaß darauf zu haben, ist für mich das Assault Bike. Dementsprechend musst du für dich die Entscheidung treffen, was ist für dich wichtiger. Dazu können wir gerne unten in den Kommentaren auch mal ein bisschen schauen, was passt zu dir besser. Denn mich würde interessieren, wofür hast du dich oder würdest du dich entscheiden? Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.